Servus zusammen, willkommen zu einem neuen Freebooters Fate Battle Report. Wir spielen heute 500 Dublonen, die neue Söldner Starterbox gegen Piraten. Als Mission spielen wir Schwarzpulver organisieren. Dazu gibt es auf dem Spielfeld insgesamt 4 Schwarzpulverfässer. Eines ist hier auf dieser Seite der Aufstellung am Rande der Aufstellungszone, genau in der Mitte. Für eine Mannschaft, das Fass der anderen Mannschaft befindet sich genau hier auf der anderen Seite gegenüber. Und dann gibt es noch auf der Mittellinie des Spielfeldes noch 2 Fässer. Eines hier und das 4. Fass steht hier hinten. Und am Ende des Spiels, das Spiel dauert 8 Runden und am Ende gibt es Siegpunkte nicht für ausgeschaltete Charaktere, sondern dafür aus den jeweils mittleren Fässern bzw. dem gegnerischen Fass Schwarzpulversäcke organisiert zu haben. Und man hat auch die Möglichkeit, die Fässer zu entzünden. Dann explodieren diese am Ende der darauffolgenden Runde. Auch dafür gibt es dann am Ende des Spieles Grundpunkte. Und wenn man es schafft, sein eigenes Fass zu beschützen bis zum Ende des Spiels und es nicht explodiert, erhält man ebenfalls nochmal Grundpunkte dafür. Und dann kommen wir auch gleich mal zu den Mannschaften. Starten wir auch gleich mal mit den Söldnern. Tut mir schon mal leid, dass die Figuren noch nicht bemalt sind, aber ich wollte unbedingt die neuen Söldner, die neue Starterbox endlich mal spielen. Daher sind die Modelle nur mal zusammengebaut und grundiert. Aber kommen wir mal zu meiner Mannschaft. 500 Dublonen Söldner. Als Anfang natürlich, wie gesagt, die Starterbox, die neue mit Hernando als Anführer. Dann Elita als Nahkampf-Söldnerin. Tlatoli mit ihrem Bogen. Und dann Tornillo, den Goblin, mit seiner Armbrust, die brennend verursacht. Die beiden Charaktere Hernando und Tlatoli sind miteinander verwandt. Sie haben, solange beide Charaktere auf dem Feld sind, jeweils um 1 erhöhte Moral. Ist natürlich bei Hernando dann interessant in Bezug auf die Initiative-Tests, wenn er dann nicht Initiative 8 wie auf seiner Charakterkarte hat, sondern schon mal Initiative 9. Dann, was habe ich noch mitgenommen? Ich habe dann als weitere Charaktere, als weitere Söldner dabei Clara Cadora. Das Modell habe ich schon eine ganze Weile und wollte ich auch einfach mal spielen. Dann Anki mit ihrer Arkebuse und Belsadin noch zum Abschluss, eben als recht neuer Charakter. Da ich das Modell eben habe, ist die Entscheidung gefallen, auch sie unbedingt spielen zu wollen heute. Und darum, um diese Charaktere herum, habe ich dann ein bisschen versucht, eine Liste aufzubauen. Eigentlich mehr oder weniger das mitgenommen, was ich an Figuren auch gebaut habe zum aktuellen Zeitpunkt. Sind nur noch 1, 2, 3 Söldner, die noch zur Wahl gestanden hätten. Aber der Gedanke war ein bisschen auch, Sachen miteinander zu kombinieren bzw. zu doppeln. Zum Beispiel habe ich mit Anki und Tlatoli 2 Amazonen dabei, die dementsprechend beide Waldläuferin haben. Damit auch schon mal 2 Charaktermodelle, die das erfüllen. Dann auch Clara Cadora als drittes Modell hat auch noch Waldläuferin. Sowohl dann Anki als auch Elita haben beide Speerin als Sonderregel, was bedeutet, dass sie, bevor das Spiel beginnt, schon mal eine einfache Bewegung durchführen dürfen und so das Spiel schon weiter vorne starten. So habe ich einfach versucht, so ein paar Dinge wie eben so ein paar Regeln einfach mindestens zu doppeln in der Liste. Das ist so die Idee bei den Söldnern hier.
ansonsten keine weitere Ausrüstung, so wie sie hier stehen. Das sind genau 500 Dublonen. Und dann kommen wir hier zu den 500 Dublonen. Piraten. Als Anführerin bei den Piraten haben wir Regisid dabei. Diese hat einen Segelschliff bekommen. Die Spezialisten bestehen aus der Lady, Lieutenant Grud mit einer Kartusche und als Söldnerin dabei Estrella Nocturna. Diese bekommt noch einen Fetisch und hat als Loas Talion und Calaca dabei. Und dann noch im Gefolge sind 2 Cuchillos enthalten, ein Pirat und eine Tiradora. Und das macht auch insgesamt 500 Dublonen aus. Dann stellen wir jetzt schnell auf und dann sehen wir uns gleich für Runde 1. Die Söldner haben die Aufstellung gewonnen und sich für diese Seite hier entschieden. Wir haben hier auf der rechten Seite Elita, dann den Goblin Tortillo stehen, im Haus Hernando und Belsadin. In der Mitte des Feldes haben wir Tlatoli und Anki. Und ganz außen auf der linken Seite der Söldner Clara Cadora. Da sie Einzelgängerin ist, kann sie sowieso keine Befehle erhalten und daher auf dieser Seite aufgestellt. Bei den Piraten haben wir hier auf der linken Seite einen Cuchillo und Lieutenant Grud hinter dem Haus. Recht mittig beim Missionsziel bzw. beim Fass aufgestellt den Piraten, dann die Lady und rechts die Tiradora, die hier auch eine ganz gute Position hat, um das Missionsziel zu verteidigen. Hinter dem Haus steht Estrella Nocturna und dann im Haus die Anführerin Regisid und noch ganz rechts neben dem Gebäude der 2. Cuchillo. Und das war die Aufstellung für die Piraten. So sieht das Feld jetzt aus vor Runde 1. Bevor Runde 1 nun startet, haben sich Elita und Anki nach vorne bewegt mit einer einfachen Aktion Lauf. Und zwar hier hinter den Felsen und Anki ist hier in den Wald hineingelaufen. Die Söldner haben die Initiative für Runde 1 gewonnen und sich sofort entschieden zu aktivieren. Clara Cadora wird sich mit einer komplexen Aktion Bewegung nach vorne Richtung des Waldes bewegen. Da ist sie dann am Ende durch Waldläuferin auch noch bis in den Wald hineingekommen. Der Pirat aktiviert und bewegt sich mit einer komplexen Aktion auch in Richtung des Waldes in der Mitte, bleibt aber kurz davor stehen. Hernando bewegt sich auch mit 2 Bewegungen aus dem Gebäude heraus in Richtung des Pulverfasses auf der rechten Seite der Söldner, bewegt sich aber nicht seine ganze Bewegung. Estrella Nocturna versucht Talion anzurufen und den Loa auf Regisid zu sprechen und gibt dafür den Fetisch aus, um plus 1a für die folgende Anrufung zu bekommen. Als erste Aktion wird sie sich konzentrieren, um noch einmal eine Karte dazu zu bekommen, wodurch sie auf einen A von 4 kommt, minus der Dominanz von 1 bei Talion ist sie wieder auf 3 Karten. Die helleren Karten sind die Piraten, die dunklen die Söldner. Wie wir sehen, Kopf und rechter Arm verteidigt und damit trifft der Torso und die Anrufung geht durch. Der Loa wurde erfolgreich auf Regisid gesprochen und da die gezogene Schicksalskarte keine
Pistole bezüglich des Zusatzeffektes zeigt, tritt kein Zusatzeffekt ein. Elita aktiviert regulär in der ersten Runde und bewegt sich in Richtung des Missionsziels. Sie hat aufgrund ihrer Rüstung nur eine Bewegung von 8, daher ist sie nicht so weit bis zum Missionsziel gekommen, mit einer doppelten Bewegung. Der Cuchillo aktiviert und möchte sich mit seiner ersten Aktion bis an das Gebäude heranbewegen und versuchen, ob er an der Hauswand entlang eine Sichtlinie zu Elita bekommt. Wenn ja, möchte er ein Messer werfen. Da keine Sichtlinie nach der ersten Bewegung möglich war, wurde die zweite Aktion genutzt, um sich an das Gebäude heranzubewegen, an die Hausecke. Tladoli bewegt sich mit der Sonderregel Waldläuferin durch den Wald hindurch und möchte versuchen, in Richtung des Missionsziels auf der linken Seite der Söldner zu kommen. Nachdem sie aber hier die Tiradora auf der anderen Seite dann doch noch gesehen hat, hat sie sich entschieden, sich nur hier hinter den Wald zu bewegen und noch nicht so weit Richtung Missionsziel. Mit ihrer ersten Aktion gibt Regicide einen Befehl an die Lady, damit sich diese nach vorne bewegen soll, und mit der zweiten Aktion bewegt sich Regicide selbst bis hier an die Tür des Gebäudes. Belsadin aktiviert und bewegt sich hinter Hernando nach und steht am Ende in Base-to-Base-Kontakt mit ihm, um ein bisschen besser geschützt zu sein. Bevor Anki jetzt einen Schuss auf die Lady bekommt, entscheidet sich diese zu aktivieren und sich in Richtung des Piraten bzw. des dementsprechenden Missionsziels hier zu bewegen. Steht am Ende der ersten Aktivierung in Base-Kontakt mit dem Piraten, und mit der zweiten Aktivierung möchte sie ihre Waffe abfeuern und möchte auf Elita mit ihrer zweiten Aktion schießen. Der Treffer geht erfolgreich in den Unterleib, gerade noch so auf 28 cm, denn die Waffe von der Lady hat 30 cm Reichweite. Der Treffer mit Stärke 5 macht einen Punkt Schaden und ist nicht kritisch. Anki ging auf Abwarten. Bei den Piraten aktiviert Lieutenant Grad, bewegt sich hinter das Gebäude mit einer einfachen Aktion Bewegung. Er musste sogar beide Bewegungen aufwenden, um in Base-Kontakt zu kommen. Danilo aktiviert mit Komplex und wird zum Rest der Mannschaft aufschließen und steht zum Schluss und steht am Ende dann auch in Base-Kontakt mit Hernando. Die Piraten haben jetzt noch die Tiradora und den Cuchillo hinter dem Gebäude auf der rechten Seite. Die Söldner sind soweit durch. Daher wird als nächstes die Tiradora aktivieren und möchte versuchen, mit Zielen auf Anki zu feuern, in der Hoffnung, dass sich das von der Reichweite her ausgeht, bevor Anki die Möglichkeit hat, mit Abwarten ihrerseits etwas zu machen, beziehungsweise könnte Anki jetzt reagieren, entschließt sich aber dagegen, in der Hoffnung dann, falls es von der Reichweite her passt, dann auf die Aktion des Cuchillos reagieren zu können. Der Angriff der Tiradora war in Reichweite, hat aber aufgrund der 4 Verteidigungskarten durch Deckung keinen Schaden verursacht und beziehungsweise nicht getroffen. In der letzten Aktivierung dieser Runde bewegt sich der Cuchillo aus dem Gebäude hervor und möchte nach vorne in Richtung des Missionsziels gelangen. Da Anki nun wusste, dass sich die Reichweite ausgehen sollte, hat sie ihr Abwarten genutzt, um auf den hinter dem Gebäude hervorkommenden Cuchillo zu feuern. Sie hat in den rechten Arm getroffen, aber leider keinen Schaden verursacht. Damit ist Runde 1 zu Ende und wir kommen zu Runde 2.
Die Initiative in Runde 2 ging an die Piraten, die auch gleich aktivieren. Und wir bleiben auch hier, wo wir Runde 1 beendet haben, denn der Cuchillo hat hier eine Sichtlinie auf Clara Cadora und wird einen Sturmangriff auf diese durchführen. Der Cuchillo hätte beide Attacken getroffen, hat aber für den Schaden eine 1 gezogen und leider damit keinen Schaden verursacht, aber auf jeden Fall wurde Clara Cadora so mal im Nahkampf gebunden und kann nicht ihren Feuersturm einsetzen. Hernando aktiviert als nächstes als Anführer, gibt mit seiner ersten Aktion einen Befehl auf Elita, sich an das Missionsziel heranzubewegen und bewegt sich dann einmal noch selbst. Wir bleiben gleich hier. Der Cuchillo wird die Situation gleich nutzen und möchte auf Elita ein Messer werfen. Da er diese jetzt sehen kann und sie sich zwar im Base-Kontakt mit dem Gelände, mit dem Marker befindet, aber nicht mit dem Geländestück und somit nicht von Deckung profitiert. Kleiner Fehler meinerseits bei der Bewegung. Der Cuchillo hat mit beiden Aktionen ein Messer geworfen. Beide Attacken hätten getroffen, aber keine einzige davon hat Schaden verursacht. Belsardin bewegt sich wieder hinter Hernando in Base-Kontakt hinten nach. Lieutenant Grudd aktiviert als nächstes, bewegt sich hinter dem Gebäude hervor und möchte dann ebenfalls auf Elita schießen. Grudd hat mit seiner Bombarde mit beiden Attacken getroffen und genug Schaden verursacht, um Elita aus dem Spiel zu nehmen. Anki hat ihre Muskete nachgeladen. Bei den Piraten aktiviert als nächstes der Pirat. Dieser möchte sich mit einer einfachen Aktion weiter nach vorne bewegen und mit der zweiten Aktion, wenn er die Möglichkeit hat, dann auf Hernando seine Waffe abfeuern. Der Pirat konnte zwar eine Sichtlinie durch den Wald auf Hernando ziehen, konnte aber in weiterer Folge keinen Schaden verursachen. Die Hoffnung war ein wenig, dass stattdessen Belsardin getroffen wird, das war aber leider nicht der Fall. Tladoli wird nun mit ihren Pfeilen auf den Piraten schießen, da sie durch den Wald hindurch eine Sichtlinie auf ihn ziehen kann. Der erste Schuss ging total daneben und mit dem zweiten Schuss hätte sie zwar beide Male getroffen, aber hat keinen Schaden verursacht. Die Lady aktiviert und wird sich durch den Wald in Richtung Tladoli bewegen. Tornillo bewegt sich jetzt nach vorne Richtung Hernando und den Piraten und möchte auf diesen mit der zweiten Aktion schießen. Auch hier wurde der Angriff zwar getroffen, aber auch wieder kein Schaden verursacht. Bisher waren die meisten Attacken recht niedrig beim Schaden und der Widerstand dann immer recht hochgezogen. Regicide bewegt sich mit ihrer ersten Bewegung aus dem Gebäude heraus in Richtung des Missionsziels und möchte mit der zweiten Attacke auf Tladoli dann schießen. Gleiches leidiges Thema. Der Schuss hat zwar getroffen, aber wieder keinen Schaden verursacht. Letzte Aktivierung der Söldner. Clara Cadora möchte eine Nahkampfattacke gegen den Cuchillo durchführen. Die erste Attacke von Clara Cadora wurde vollständig abgewehrt. Die zweite Attacke hat dann in die Beine getroffen und 8 Punkte Schaden verursacht, was ausreicht, um den Cuchillo aus dem Spiel zu nehmen. Mit den letzten beiden Aktivierungen, die noch bei den Piraten waren, hat die Tiradora ihre Muskete nachgeladen, komplex, und Estrella Nocturna ist nach vorne gelaufen durch das Gebäude in Kontakt mit Regicide.
Beginn Runde 3 liegt die Initiative wieder bei den Söldnern. Als erstes möchte Tladoly aktivieren, sich möglicherweise mit der ersten Bewegung aus der Gefahrenzone von der Lady bewegen, etwas von hier aus gesehen rechts, und mit der zweiten Aktion möchte sie ins Getümmel mit Regicide und Estrella schießen. Der Schuss von Tladoly ging daneben, hat anstelle von Regicide Estrella getroffen, hat aber auch hier keinen Schaden gemacht. Estrella Nocturna hat Caraca auf Clara Cadora gesprochen, erfolgreich mit Konzentration, wodurch diese jetzt alle Attacken, die gegen sie gerichtet sind, +2 Stärke haben. Beziehungsweise nicht +2 Stärke haben, sondern +2 Schaden verursachen. In dieser Situation wird auch Clara Cadora aktivieren, sich mit ihrer ersten Aktion ein bisschen weiter wegbewegen, in der Hoffnung noch immer in Reichweite zu sein, und mit der zweiten Aktion einen Feuersturm ins Getümmel ausführen mit Ziel Estrella Nocturna. Der Treffer hat den Unterleib getroffen mit einer Schicksalskarte von 10 +2 Fern für den Sturmangriff war das dann eine 17, und Estrella hat leider nur eine 1 gezogen für den Widerstand und ist damit aus dem Spiel ausgeschieden. Und diesmal wurde auch das ursprüngliche anvisierte Ziel getroffen. Da Regicide jetzt im Offenen steht und vor sich die Amazone sieht, wird sie ihrerseits nun aktivieren, da sie ihren Schuss auch schon abgegeben hat, und einen Sturmangriff auf diese ausführen. Die Söldner haben sich aber dazu entschieden, eine Ereigniskarte zu spielen, und zwar die Bananenschale. Die gezogene Schicksalskarte hat dann eine Dublone gezeigt, weshalb Regicide den Sturmangriff nicht erfolgreich durchgeführt hat oder durchführen konnte und stattdessen umgehauen wurde hier an dieser Stelle. Als nächstes sehen wir mal Belsatine mit ihrer Tanzenfähigkeit im Einsatz. Mit ihrer ersten Aktion wird sie den Tanz Flamenco Superior durchführen, wodurch alle Gegner innerhalb von 20 cm, die jetzt eine Sichtlinie auf sie ziehen können, das ist leider momentan nur der Pirat, so wie es aussieht, -1 auf die Verteidigung bis zum Ende der nächsten Handlung des jeweiligen Modells bekommen. Und mit ihrer zweiten Bewegung wird sie sich ein wenig wegbewegen. Sie hat sich hier nur mal hinter Hernando gestellt, da beide Modelle, sowohl Hernando wie auch der Tornillo, noch aktivieren können und sich diese wahrscheinlich so ohnehin wegbewegen werden. Und eben wie gesagt, mit ihrem Tanz wurde nur der Pirat betroffen, der jetzt -1 Verteidigung hat. Als nächstes bei den Piraten wird die Lady aktivieren und einen Sturmangriff auf die Amazone versuchen. Der Sturmangriff war erfolgreich und hat mit über 10 Punkte Schaden mehr als genug Schaden auch verursacht, um Tladoly aus dem Spiel zu nehmen. Als nächstes aktiviert Tornillo und er wird sich mit seiner Aktivierung ein wenig nach hinten einfach bewegen, um möglicherweise aus der Gefahr zu sein, angegriffen zu werden vom Piraten. So sollte es dem Piraten jetzt nicht möglich sein, ihn zu attackieren. Im Falle, also in Form eines Sturmangriffs. Lieutenant Grad hat mit seiner ersten Aktivierung über die Kartusche nachgeladen und sich dann mit der zweiten Aktion nach vorne an die Häuserwand und ans Missionsziel bewegt. Jetzt wird Anki aktivieren, die in der letzten Runde ja nachgeladen hat, wird auf die wehrlose Regicide anlegen und auf diese zuerst zielen und dann feuern.
Anki hat 2 Punkte Schaden verursacht in den rechten Arm. Diese sind auch beide voll durchgegangen, da eine schwarze Schicksalskarte für Dalion gezogen wurde und damit der volle Schaden zugeteilt wurde zu Regicide und eben nicht die Hälfte zurückgeworfen wurde. Und es ist auch noch ein kritischer Treffer in den rechten Arm. Gott sei Dank war das der schwächere Arm. Da sich mittlerweile alles weiter in der Mitte des Spielfeldes abspielt, wird die Tiratore ihre Position verlassen, sich mit der ersten Aktion etwas weiter nach vorne bewegen und mit der zweiten Aktion dann auf Clara Cadora feuern versuchen. Der Schuss hat bei Clara Cadora 2 Punkte Schaden verursacht und war nicht kritisch. Als letztes bei den Söldnern wird Hernando aktivieren, der nun aufgrund der guten Position einen Sturmangriff ansagt auf Lieutenant Grudd. Die Attacke hat insgesamt 8 Punkte Schaden, kritisch in den Torso verursacht. Den Moralwert auf 6 hat Lieutenant Grudd aber bestanden und ist stehen geblieben. Der Pirat hat sich hier mit seinen beiden Aktionen hinter dem Wald auf die andere Spielfeldseite bewegt und der Cuchillo kam auch nach vorne an die Seite von Grudd und hat dann noch versucht, ein Messer auf den Goblin zu werfen. Mit etwas über 20 cm ging diese Fernkampfattacke aber daneben. Damit ist Runde 3 vorbei und wir kommen in Runde Nummer 4. Start Runde 4 haben die Piraten die Ereigniskarte Voraussicht gespielt. Dadurch konnten sie sich die oberste Schicksalskarte vor der Initiativebestimmung ansehen und entscheiden, ob diese nach oben oder unten kommt. Und man hat sich entschieden, die Karte liegen zu lassen. Damit haben die Piraten dann die Initiative auch gewonnen. Dafür haben im Gegenzug aber die Söldner eine Ereigniskarte ziehen dürfen. Und damit beginnen auch gleich die Piraten. Als erstes aktiviert Regicide selbst. In der ersten Aktion steht sie auf und mit der zweiten Aktion gibt sie einen Befehl an den Piraten, sich weiter nach vorne zu bewegen. Bei den Söldnern aktiviert Belsardin. Sie wird sich ein wenig nach vorn positionieren und dann den Tanz wieder aufführen, damit Charaktere innerhalb von 20 cm, die sie sehen können, -1 Verteidigung bekommen. Sie hat sich hier nur ein Stück nach vorne bewegt und ist damit dann tatsächlich geschafft, beide Piraten, sowohl den Cuchillo wie auch Lieutenant Grudd, in Reichweite zu bekommen. Und damit haben jetzt beide -1 Verteidigung, wenn sie angegriffen werden. Die Piraten wollten als nächstes Lieutenant Grudd aktivieren. Die Söldner haben aber hinten anstellen gespielt. Dadurch konnte Lieutenant Grudd jetzt nicht aktivieren. Stattdessen wird der Cuchillo aktiviert. Dieser bewegt sich an das Missionsziel heran und wird sich einen Beutel Schwarzpulver daraus nehmen. Die nächste Aktivierung, Anki, wird sich aus der Gefahrenzone der Lady herausbewegen und steht hier nun hinter dem Wald. Lieutenant Grudd wird nun aktivieren und wird mit seiner ersten Aktion Hernando attackieren und spielt dazu die Ereigniskarte Meine Mutter ist was, um eine Attacke dazu zu bekommen. Grudd hat den Torso und den rechten Arm getroffen und jetzt spielen die Söldner die Ereigniskarte Blenden aus. Es wird eine Schicksalskarte gezogen und bei einer Doublone wird der Angriff komplett abgewehrt. Es wurde keine Doublone gezogen, also der Angriff geht durch. Diese erste Attacke hat insgesamt jetzt 8 Punkte Schaden verursacht.
und verlangt jetzt noch einen Moraltest. Hernando hatte nunmehr eine Moral von 6, hat eine 10 gezogen und musste sich daher 12 cm weit zurückziehen. Und mit der zweiten Aktion schießt Crud hinterher und dem Hernando in den Rücken. Dieser Schuss hat jetzt genug Schaden verursacht, um Hernando auch aus dem Spiel zu nehmen. Nächste Aktion: Söldner Clara Cadora geht an das Missionsziel heran und holt sich eine Ladung Schwarzpulver. Als Waldläuferin ist sie problemlos durch den Wald gekommen und steht jetzt am Missionsziel dran und hat eine Ladung daraus entnommen. Die Lady aktiviert als nächstes und bewegt sich komplex in Richtung des Missionsziels an der Aufstellungszone der Söldner und ist damit schon recht weit am Missionsziel dran. Letzte Aktivierung tatsächlich schon wieder in Runde 4 der Söldner. Tornillo aktiviert, wird mit seiner ersten Aktion zielen und mit der zweiten auf den Cuchillo feuern, beziehungsweise nein, nicht auf den Cuchillo, er wird auf Lieutenant Crud schießen, da der schon einiges an Schaden einstecken musste. Und nicht vergessen, Crud hat jetzt mit uns 1 Verteidigung aufgrund des Tanzes von Belsadin vorhin. Also nur eine Verteidigung von 2 anstelle von 3. Obwohl einer der 3 Angriffskarten dann automatisch durchgekommen ist, wurde auch dieses Mal kein Schaden verursacht. Und damit kam auch die Brennendregel der Armbrust nicht zu tragen. Aber wieder eine Ereigniskarte für die Söldner. Mit den letzten Aktionen von Runde 4 haben sich der Pirat und die Tiradora in Richtung Clara Cadora bewegt und der Pirat kam mit seiner zweiten Aktion noch in Base-Kontakt mit dem Missionsziel, konnte aber keine Pulverladung mehr daraus nehmen. Runde 5. Die Piraten haben wieder die Initiative gewonnen. Der Cuchillo wird hier auch gleich starten, wird sich eine zweite Ladung Pulver aus dem Fass nehmen und sich dann Richtung eigener Aufstellung zurückziehen. Als nächstes wird Clara Cadora aktivieren, die gibt sich mal mit einem Pulver zufrieden und wird dann sich an den Piraten vorbei bewegen, komplex hinter diese. Was bei ihr natürlich recht gut funktioniert aufgrund der hohen Reichweite von 12 cm Bewegung. Der Pirat aktiviert, wird sich eine Ladung Pulver aus dem Fass nehmen, die zweite Ladung, und mit seiner zweiten Aktion das Fass anzünden. Als nächstes aktiviert wieder Belsadin. Sie wird in dem Fall den Bewegungstanz aufführen, damit Crud sich nicht so weit bewegen kann und da er ohnehin schon recht langsam ist, damit er nicht in Reichweite mit ihr kommt. Und mit ihrer zweiten Aktion wird sie sich zurückziehen bzw. in Richtung des Missionsziels der Piraten, in Richtung des Waldes und steht dann am Ende im Gelände und vollkommen im Wald. Da Regicide selbst aktuell zu weit weg ist, um aktiv sehr viel zu machen, gibt sie mit ihrer ersten Aktion, beziehungsweise mit ihrer ersten Aktion bewegt sie sich selbst nach vor in Richtung des Ziels der Söldner und mit der zweiten Aktion gibt sie einen Befehl auf die Lady, damit sich diese in Base-Kontakt mit dem Missionsziel bewegt. Am Ende steht die Lady jetzt am Missionsziel dran und Regicide hat sich ein Stück weiter nach unten bewegt, um dann auch aus der hoffentlich Angriffsreichweite von Anki zu kommen und ist damit fertig mit ihrer Aktivierung.
Die nächste Aktivierung wird auch von Anki gleich durchgeführt. Dadurch, dass sie keinen Abzug durch den Wald bekommt, wird sie einen Sturmangriff ansagen auf die Lady und versuchen, ihr Schaden zuzufügen. Mit einer doch Stärke von 8 mit ihrer Zweihandwaffe im Nahkampf. Die Sturmangriffsbewegung war zwar erfolgreich, jedoch auch hier wieder kein Schaden beim Angriff. Da Krat jetzt nur die linke Bewegungsreichweite verwenden darf, aufgrund des Tanzes hat er sich nur komplex einmal hier Richtung des Felsen bewegt und ist schon wieder fertig. Der Goblin hat seine Munition wieder verschossen, daher er wird sich mit einer komplexen Aktion auch in Richtung Belsadin bewegen und in Richtung des Missionsziels der Piraten. Was ihn dann insgesamt doch hier seiner komplett komplexen Aktion doch recht weit Richtung Missionsziel gebracht hat. Und die Tiradora hat sich mit ihren beiden Aktionen in Base-Kontakt mit Clara Cadora bewegt. Und als letztes in Runde 5 ist die Lady an der Reihe und sie wird mit ihrer ersten Aktion Anki attackieren. Insgesamt hat die Lady jetzt mit beiden ihrer Attacken zugeschlagen und insgesamt 6 Punkte Schaden verursacht. Mit der ersten Attacke tatsächlich nur einen einzigen Schaden und beides waren keine kritischen Treffer. Startrunde 6. Die Initiative ging wieder an die Piraten. Wir bleiben auch hier gleich bei diesem Kampf und die Lady schlägt wieder mit ihrer ersten Attacke zu. Bei dieser ersten Attacke sind linker Arm und Unterleib durchgekommen und es wurden insgesamt 6 Punkte Schaden gemacht. Anki hatte noch 5, also scheidet sie aus dem Spiel aus und mit ihrer zweiten Aktion wird die Lady eine Pulverladung aus dem Fass entnehmen. Clara Cadora möchte sich aus dem Nahkampf zurückziehen mit der Tiradora, zieht dafür eine Schicksalskarte und wenn keine Voodoo-Puppe gezogen wird, kann sie sich ohne Probleme zurückziehen. Clara Cadora konnte sich erfolgreich zurückziehen, es wurde keine Voodoo-Puppe, sondern ein Totenkopf gezogen und sie konnte mit ihren insgesamt 24 cm Bewegung bis fast an das Missionsziel der Piraten gelangen. Regicide wird aktivieren und sich auch in Richtung der eigenen Aufstellungszone zurückziehen, um den Söldnern entgegenzutreten. Und kommt dann mit beiden Bewegungen bis an diese Position. Belsadin im Wald wird wieder versuchen, mit ihrem Tanz Krat noch weiter zu verlangsamen und wird sich dann weiter in Richtung des Waldes zurückziehen oder im Wald hinein zurückziehen. Sie war leider außerhalb der 20 cm Reichweite für den Tanz, konnte sich aber bis ans andere Ende des Waldes hier zurückziehen. Als nächstes der Pirat, der wird sich hier auch in Richtung Regicide bewegen, um dann auch hoffentlich aus der Gefahr der Explosion zu sein. Damit kommt er bis hierhin und sollte eigentlich, wenn dann am Ende der Runde das Fass explodiert, außerhalb des Gefahrenradius sein. Da die Söldner insgesamt nur mehr 3 Figuren auf dem Feld haben und die Piraten 6, haben sich die Söldner dazu entschieden, jetzt eine Runde zu passen. Damit sind wieder die Piraten an die Reihe und die Tiradora wird sich wieder am Gebäude herunter bewegen in Richtung von Clara Cadora. Und steht hier jetzt wieder sehr nah bei ihr. Und der Goblin wird sich hier auch
weiter herunter bewegen und vielleicht schafft er es noch, den Cuchillo auf der anderen Seite des Gebäudes abzufangen. Der Cuchillo hinter dem Haus wird sich an die Häuserwand bewegen, um in Deckung zu sein, und dann sehen, ob er vielleicht mit seiner zweiten Aktion noch ein Messer auf den Goblin werfen kann, der sich ein bisschen zu weit nach vorne gewagt hat. Der Angriff hat 3 Punkte Schaden verursacht, aber mehr auch nicht, kein kritischer. Das Fass ist Ende Runde 6 nun explodiert, hat aber zwar eine ganze Menge Reichweite gehabt, aber doch noch wenig genug, um keinen der Charaktere, auch Regie nicht gerade so nicht zu erreichen. In Runde 7 ging die Initiative nun wieder mal an die Söldner. Die müssen jetzt auch ein bisschen schauen, dass sie hier was zustande noch bekommen, weil die meisten Pulverpackungen sind bei den Piraten, aber mal schauen, was hier noch so geht. Wir werden auch gleich anfangen mit den Söldnern, und zwar Clara Cadora wird als erstes aktivieren. Die Söldner spielen zuerst noch eine Ereigniskarte, und zwar die Überanstrengung. Damit hat Clara Cadora in dieser Runde 3 Aktionen, dafür für die Runde 8 nur mehr eine einzige. Mit ihrer ersten Aktion hat sich Clara Cadora an das Missionsziel bewegt, Gott sei Dank mit 12 cm Bewegung. In der zweiten Aktion eine Pulverladung entnommen und möchte sich jetzt mit der dritten und letzten Aktion dann noch zurückziehen, weg von den Piraten, und sollte so nun außerhalb von der Reichweite sein der ganzen Einheiten, der Charaktere der Piraten. Crud hat sich in seiner Aktivierung jetzt nur zweimal nach vorne bewegt und ist auch schon wieder fertig. Als nächstes möchte der Goblin aktivieren und sich doch nochmal in Sicherheit bringen und bewegt sich in das Gebäude mit 2 Bewegungen und steht somit auf der anderen Seite des Gebäudes. Die Lady aktiviert, nimmt mit der zweiten Aktion noch eine Pulverladung, mit der ersten Aktion noch eine Pulverladung aus dem Fass und zündet das Fass dann anschließend mit der zweiten Aktion an. Die Söldner setzen jetzt eine Aktion aus und damit sind wieder die Piraten an der Reihe. Regicide aktiviert und wird sich am Wald entlang herunter hinter Belsardin bewegen. Sie ist mit beiden Aktionen dann in den Nahkampf gekommen, kann aber nicht mehr attackieren. Belsardin wird einfach versuchen, sich hier aus dem Nahkampf zurückzuziehen. Das ist ihr auch gelungen und sie steht hier jetzt da am Felsen in der Nähe. Da die Tiradora viel zu weit weg ist, wird sie noch ihre Waffe einmal komplex nachladen und der Pirat wird sich einfach in gerade Richtung Clara Cadora bewegen, und der zweite Cuchillo hier am Haus wird sich nur noch weiter hinter das Haus bewegen, um in Sicherheit zu sein und seine Pulverladungen zu behalten. Damit steht der Pirat hier kurz vor Clara Cadora und der Cuchillo hat sich hierhin bewegt. Und das war es dann auch schon mit Runde 7. Wir kommen in die entscheidende Runde 8. Zu Beginn Runde 8. Die Initiative liegt wieder bei den Piraten, die auch gleich als erstes aktivieren wollen. Und der Pirat sagt einen Sturmangriff auf Clara Cadora an. Der Sturmangriff hat den Piraten zwar in Nahkampf gebracht, aber kein Sturmangriffsbonus, da es unter 10 cm Abstand gewesen sind. Clara Cadora erhielt einen Treffer in den Torso. Der hat
2 Punkte Schaden verursacht. Sie bekommt aber noch einmal 2 Punkte Schaden aufgrund dessen, dass Calaca noch immer auf ihr ist. Also insgesamt 4 Punkte Schaden und es war kein kritischer Treffer. Den Moralwerttest hat Clara Cadora auch bestanden, bleibt somit im Nahkampf stehen und hat noch 3 Lebenspunkte. Belle-Sardine wird sich nur weiter zurückziehen, denn sie kann nicht mehr wirklich etwas im Spiel unternehmen. Die Lady wird einfach zweimal aktivieren und sich vom bald explodierenden Fass wegbewegen. Die Piraten sind nochmal an der Reihe, weil die Söldner einmal aussetzen. Und damit wird auch einfach hat sich auch einfach Crud hier weiter herunter bewegt, weil hier in dieser Hinsicht eh nicht mehr viel passiert. Mit ihrer ersten Aktion möchte sich jetzt Clara Cadora hier aus dem Nahkampf zurückziehen. Clara Cadora konnte sich erfolgreich aus dem Nahkampf zurückziehen. Der Pirat hat keinen freien Schlag bekommen und sie hat aber auch keine zweite Aktion mehr übrig, weshalb sie sich entschieden hat, sich hierhin zu bewegen. Im Fall einer zweiten Aktion hätte sie sich ansonsten an das Missionsziel nochmal ranbewegen können. Wir haben nachgemessen, wie er sich ausgegangen und hätte dieses dann nochmal entzündet. Die Tiradora aktiviert, die in der letzten Runde nachgeladen hat und möchte jetzt auf Clara Cadora, die diese Runde nichts mehr machen kann, schießen, um eventuell noch die Siegpunkte von ihr wegzubekommen. Der Schuss der Tiradora hat den rechten Arm getroffen, 1 Punkt Schaden verursacht und aufgrund des Loas auf Clara Cadora hat sie nochmal 2 Punkte Schaden dazu bekommen. Das hat dann gereicht, um sie auf 0 Lebenspunkte zu bekommen. Da sie aber unverwüstlich ist, wurde eine Schicksalskarte gezogen. Das war eine weiße 7 und damit aufgrund einer weißen Schicksalskarte wird Clara Cadora nicht aus dem Spiel entfernt, sondern bleibt mit einem Lebenspunkt im Spiel. Mit seinen letzten beiden Aktionen bewegt sich Tornillo mit der ersten Aktion aus dem Gebäude heraus und wird mit der zweiten Aktion das Pulverfass anzünden. Wir haben uns jetzt hier an der Stelle entschieden, das Spiel zu beenden. Die Söldner haben alle ihre Aktivierungen in Runde 8 durch. Die Piraten hätten noch Crud und auch Regicide, die aber beide viel zu weit weg sind, um noch irgendetwas zu machen. Keiner von beiden hat eine geladene Waffe und ausgeschaltete Modelle zählen ohnehin nicht zu den Siegespunkten. Daher werden wir jetzt noch schnell die Siegespunkte ausrechnen und dann kommen wir mit der Nachbesprechung gleich wieder zurück. Wir haben es jetzt dabei belassen, die Siegespunkte nicht mehr ganz genau auszurechnen, denn es war sehr schnell klar, dass mit sehr großem Abstand die Piraten das Spiel gewonnen haben. Vermutlich deswegen, weil keine Söldnerfiguren bemalt waren. Also nie mit unbemalten Figuren spielen, so wie es aussieht. Aber wie gesagt, wir haben schon beim Durchrechnen gemerkt, die Söldner hatten nur 2 Pulverladungen von Clara Cadora, was 100 Wumpunkte insgesamt dann nur sind und noch 75 durch das explodierte Fass hier herüben am Ende von Tornillo, den es dann auch noch erwischt hat mit dem Schaden, der dadurch rübergekommen ist, sodass der auch noch aus dem Spiel ausgeschieden ist. Und wenn wir uns so das ansehen, wir haben hier bei den Piraten den Cuchillo, der 2 Ladungen hat, dann den Piraten mit einer Ladung, auch hier links im
der Ecke oben befindet sich die Lady auch noch mit 2 Ladungen und die Piraten haben es dann eben auch noch geschafft, das zweite Fass auf der Mittellinie zum Explodieren zu bringen und eben sogar das Fass in der Aufstellungszone der Söldner, und das sind dann insgesamt irgendwie, ich glaube 500 oder 575 Rumpunkte oder so zu 175, also sehr viel mehr. Damit Gratulation an die Piraten, war ein sehr interessantes Spiel und wie gesagt, ich wollte die Söldner einfach mal ausprobieren, die neuen. Mich hat das schon interessiert, was die eben können, und ich muss auch sagen, hat mir sehr gut gefallen, wie sich das Ganze gespielt hat. Also bei Belsadin, wie gesagt, wollte ich auch probieren, da ich das Modell eben habe, und da muss ich auch sagen, vom Spielen her vielleicht etwas schwieriger zu spielen, weil ich das auch selbst gemerkt habe, man muss erstmal an die 20 cm rankommen an den Gegner, und wenn man es auch zuerst vermutet, hat man dann oft nur ein einziges Modell in Reichweite, wo man sich vielleicht gedacht hätte, ein zweites Modell noch zu erwischen und in der Aura zu haben, ist leider nicht der Fall gewesen. Aber sonst muss ich sagen, gefällt mir diese Idee sehr gut mit den Tänzen, was man da machen kann, vor allem weil man eben die Möglichkeit hat, wenn man auf Szenarien spielt, den Gegner ein bisschen auch zu verlangsamen, was dann wie in dem Fall hier im Spiel mit Lieutenant Crud mit nur 8 cm Bewegung dann doch ganz interessant ist, wenn er dann noch auf einmal nur seine Bewegung von 4 verwenden kann und dann sogar mit doppelter Bewegung oder komplexer Bewegung maximal 8 cm weit kommt. Da macht er halt auch nicht viel in Bezug auf das Szenario. Das finde ich schon ganz spannend. Auch diese Thematik mit dem Kombinieren diverser Fähigkeiten, wie ich hatte 3-mal Waldläufer dabei und auch 2-mal Speer. Das finde ich auch ganz interessant, vor allem das Speer-Thema, wenn man da dann gleich 2 Modelle schon vor dem Spielbeginn einmal bewegen kann. Und hier, was ich zuerst mir nicht so gedacht hatte, aber was sehr interessant war, war dann auch die Bewegungsfähigkeit von Clara Cadora, weil die hat sich dann doch einmal von ihrer Aufstellungsseite in dieser Ecke komplett übers Spielfeld auf die andere Seite in einem Bogen noch bewegt, nicht gerade diagonal übers Feld. Also diese 12 cm Bewegung sind schon sehr gut, wenn man das für Szenario irgendwie gebrauchen kann. Und hätte ich jetzt noch in der 8. Runde bei ihr die zweite Aktion gehabt und nicht eben durch das Überanstrengen nur eine, hätte ich sogar schaffen können, noch das Pulverfass zu entzünden bei den Piraten und hätte dadurch vielleicht auch noch einmal weitere Siegespunkte bekommen, vor allem weil ich dadurch die Siegespunkte für die Piraten auch dann verkleinert hätte, wenn ihr eigenes Missionsziel, ihr eigenes Pulverfass in die Luft geflogen wäre. So haben sie die Punkte dafür bekommen, dass das eben nicht passiert ist, und ich habe die Punkte auch nicht bekommen als Söldner-Spieler für das nicht erfüllte Missionsziel. Ein paar Dinge sind leider überhaupt nicht zu tragen gekommen, aber okay, nach einem Spiel, da kann man nicht erwarten, alles richtig zu machen oder alles dabei zu haben an Regeln. Zum Beispiel Ansporn von Hernando hat nicht wirklich übermäßig viel Auswirkung gehabt oder eigentlich gar keine, weil zu dem Zeitpunkt keine Moralwerttests notwendig waren, wenn er in der Nähe war. Auch bei ihm selbst hat es dann, glaube ich, trifft sowieso nicht zu, dass er davon profitiert, und wenn, hätte es keinen Unterschied gemacht. Und seine zweite Fähigkeit, die er mitbringt, oder die andere Fähigkeit, die geheimnisvolle Kiste, bei der ist es so, dass man vor dem Spiel eine Einheit wählt, entweder ihn oder ein anderes Charaktermodell in der Söldnertruppe, in der eigenen, und dann ein Kopfgeld quasi ansagt auf ein gegnerisches Charaktermodell. Und in meinem Fall war das eben so, dass das auch keine Auswirkungen hatte, denn ich habe mich dazu entschieden,
dadurch, dass Elita doch etwas widerstandsfähiger gewesen wäre mit eben dem Schild und einem Widerstand von 3, habe ich mir gedacht, ich gebe das Kopfgeld auf sie, vor allem weil sie eben als Speerin schon weiter vorne stehen kann, wenn das Spiel überhaupt anfängt, um so eventuell schneller an das jeweilige gegnerische Modell heranzukommen, auf dem das Kopfgeld eben ausgesetzt ist. Und das war in meinem Fall eben Lieutenant Grudd, aber sie sind zwar richtig gestanden, aber im Endeffekt hat es dann nichts gebracht, beziehungsweise ist nach hinten losgegangen. Schade. Aber vielleicht beim nächsten Mal probieren, vielleicht funktioniert diese Taktik ja doch, wenn man da mit dem Kopfgeld auf Elita und wenn sie dann weiter vorne steht. Aber wie gesagt, nach einem Spiel lässt sich das nicht sofort beantworten. Ja, ich hoffe noch, dass euch der Spielbericht gefallen hat und es kommen da in Zukunft sicher noch mehr dazu. Und eben für den Fall, dass euch das Ganze gefallen hat, vergesst bitte nicht, eventuell das Video zu kommentieren. Würde mich auch interessieren, was ihr von den Spielberichten generell haltet, so wie ich die hier mache. Und ob ihr vielleicht irgendwelche Vorschläge und Ideen habt, auch vielleicht Mannschaften, die ihr sehen wollt in Zukunft. Und wenn hier jetzt noch irgendjemand dabei ist, der den Kanal noch gar nicht abonniert hat, sich den Bericht aber angesehen hat und gerne mehr dazu sehen möchte, dann auch bitte nicht vergessen zu abonnieren und vielleicht die Glocke aktivieren, damit du auch Bescheid weißt, sobald wieder ein neuer Spielbericht online kommt. Und wir hören uns dann im nächsten Spielbericht, würde ich sagen. Bis dahin, ciao.